Ja, schauen. Es ist viel besser, aber es hat noch immer ein bisschen Wurstcharakter. Unsere Kernaufgabe ist zuerst einmal, diesen großen künstlerischen Nachlass zu digitalisieren und in einer Datenbank auf unserer Website harnoncourt.org zur Verfügung zu stellen. Aber abgesehen davon ist unsere Aufgabe genauso, diesen Geist des Nikolaus in die Zukunft zu tragen und den jungen Menschen, Laien und Experten, seine Fragen, die er sich sein Leben lang gestellt hat, auch weiterzutragen. Es muss heißen, Und hier kommen wir in die 50er Jahre des Concentus Musicus, als die ganzen Sachen noch handgeschrieben waren. Das ist sehr interessant, weil ohne Fotokopierer und kaufen konnte man es auch nicht, haben sie sich das alles abgeschrieben und eingerichtet. Beide waren sehr fleißig. Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Ich habe sie mal gefragt, ob sie sicher ist, dass sie nur ein Leben hatte. Denn das, was in dem Archiv vorhanden ist, ist so dicht. Das sind 70 Jahre, die sehr gefüllt waren. Nikolaus Harnoncourt fand, dass eine 100-Stunden-Arbeitswoche angemessen ist für ihn. Und Alice hat ihm alles andere, was nicht musikalisch war, aus dem Weg geräumt. Das hat alles sie übernommen. Es ist eine Art von sich berauschen und besaufen an Gekränktheit. Das kennt ja jeder von uns. Harnoncourts haben in den 70 Jahren ihres Schaffens alles aufgehoben. Wir haben ebenfalls umfangreiche Korrespondenz und Tausende von Fotos, die der Bratschist Kurteiner aufgenommen hat. Kurteiner war von Anfang an im Concentus mit dabei und Fotografieren war sein Hobby. Das ist heutzutage unser Glück. Es sind ca. 500 kommerzielle Aufnahmen. Verschiedene, die immer wieder und wieder aufgelegt wurden in Kompilationen. Zuerst als Langspielplatte erschienen, dann als CD, dann als Box, dann als Jubiläumsauflage, noch einmal neu. Aber es sind ungefähr 500 verschiedene. Richtig sterben, Luft ausgelassen. Zu laut. Wir haben hier seine Partitur von Bachs Weihnachtsoratorium. Das ist eine sehr typische Partitur. Man schlägt sie auf und findet einige Dirigierzettel, Analysezettel, Einlagezettel. Er macht sich ein Szenario in den meisten Fällen, wo also jeder einzelne Rezitativ und Arie analysiert wird, wer da dabei ist, vom Orchester, Chor und Solisten. Auf diese Weise kann man sich einen Probenplan machen und auch das Werk immer im Überblick haben. Beim Weihnachtsoratorium sind es ja auch noch 6 Teile davon. Die klingt ja, jede Zentimeter klingt ja anders. Hier mal probieren. Jetzt mal diese Stelle probieren. So. Nur Wum, Patsch, Patsch, Patsch. Ja, es war eine maximale Stelle auf der Zarge. Ich glaub, der rote Streifen, ja. Ja, genau. Und jetzt mit Wum. Wer Zugang zu diesen Partituren hat, ist nicht aufgefordert, Nikolaus Harnoncourt zu kopieren, sondern sich die gleichen Fragen zu stellen, die sich Nikolaus Harnoncourt stellte. Wenn man eine solche Partitur öffnet, so sieht man die Quintessenz seiner Denkweise und seiner Tiefgründigkeit. Er war ja auch nie fertig mit einem Werk. Er hat immer weiter nachgedacht, immer wieder neu angefangen, wenn er das Werk noch einmal aufgeführt hat. Eleison. Kann Ihnen jeder Heuschreck bestätigen. Man muss sagen, dass Nikolaus Harnoncourt sein perfekt organisiertes Archiv nicht für uns gemacht hat, sondern für sich selbst, damit er sich zurechtfindet in seinem Lebenswerk. Nach seinem Tod hat
Alice dann dieses Archiv weiter sortiert und vervollständigt und hat dann beschlossen, es der Weltöffentlichkeit zugänglich zu machen. Hullo. Das sicher gerne. Oh ja. Das ist, was man da hört. So, und jetzt prickelt's ganz leise um die Hornfagotte.